Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Fernnews Aktuell in diesem Jahr. Auch im letzten Monat des Jahres gab es wieder viele spannende Entwicklungen im Bereich der Fährschifffahrt. Unter anderem geht es um die Indienststellung der MyStar, die Übernahme der neuen Peter Pan sowie der Aga Leotta. Und am Ende bestimmen wir dann noch den Gewinner unserer Verlosung. Viking Line verkauft Rosella. Nach über 40 Jahren Dienstzeit in der Ostsee verkauft Viking Line die Rosella an Aegean Sea Lines. Die 1980 in Dienst gestellte Fähre hat eine Länge von 136 Metern und eine Breite von 24 Metern und wurde zuletzt zwischen Kapellskär in Schweden und Mariehamn auf den Ålandinseln eingesetzt. Sie fasst derzeit 1200 Passagiere und 350 Pkw. Am 8. Januar 2023 wird die Rosella ihren Betrieb einstellen und im weiteren Verlauf des Monats nach Griechenland überführt werden. Gekauft wurde sie von der griechischen Reederei Aegean Sea Lines, ehemalig Aegean Speed Lines, mit einem Verkaufspreis von 11.250.000 Euro. Aegean Sea Lines hatte im April ihre zu diesem Zeitpunkt einzige Fähre, die Speedrunner 3, verkauft und hatte daher zuletzt keine Fähre im Einsatz, was sich mit der Rosella nun ändern wird. Sobald die Rosella für Aegean Sea Lines im Einsatz ist, soll sie zwischen Piräus und den westlichen Kykladen, eine Inselgruppe in Griechenland, eingesetzt werden. Details zur Route und zum Fahrplan sind derzeit noch nicht bekannt. Mit dem Verkauf der Rosella setzt Viking Line ihren Modernisierungsplan der Flotte fort und versucht alternative Möglichkeiten für ihre Kurzstreckenroute zwischen Schweden und Åland zu finden. Viking Line wird größter Einzelaktionär der Reederie-Aktiebolaget Eckerö. Die Viking Line ABP erwarb am 18. November 2022 17,1% der Anteile an der Reederie-Aktiebolaget Eckerö. Der Preis betrug 30 Euro pro Aktie, was zu einem Gesamtinvestitionsvolumen von knapp 10,3 Millionen Euro führt. Viking Line möchte mit dem Kauf der Aktien sicherstellen, dass die Anteile der Reederie-Aktiebolaget Eckerö auf Åland verbleiben, da auch Viking Line seinen Sitz in Mariehamn auf den Ålandinseln hat. Reederie-Aktiebolaget Eckerö ist die Muttergesellschaft der Eckerö-Gruppe, die aus 4 Geschäftsbereichen besteht. Eckerö Linien betreibt den Fährverkehr zwischen Eckerö und Grisslehamn mit der Eckerö. Eckerö Line betreibt den Fährverkehr zwischen Helsinki und Tallinn mit der Finlandia und der Finnbo Cargo. Eckerö Shipping besitzt das Ro-Ro-Schiff Transporter, welches zurzeit in Charter für DFDS verkehrt, sowie das inaktive Passagierschiff Birka Stockholm. Den Abschluss bildet das Reisebusunternehmen Williams Bus, das über hochwertige Busse für den öffentlichen Nahverkehr und den Reiseverkehr verfügt. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Mariehamn auf den Ålandinseln. Im Jahr 2021 betrug der Jahresumsatz des Unternehmens knapp 123 Millionen Euro. Die Gruppe beförderte 1,4 Millionen Passagiere und 166.000 Frachteinheiten auf ihren eigenen Linien. MyStar abgeliefert. Am 7. Dezember 2022 hat die Tallink Superfast Ltd., eine Tochtergesellschaft der AS Tallink Group, die neue Ro-Pax-Fähre MyStar von Rauma Marine Constructions übernommen. Das Schwesterschiff der 2017 in Dienst gestellten Megastar ist 212 Meter lang, 30,6 Meter breit und bietet Platz für 2800 Passagiere sowie 750 Fahrzeuge auf 3190 Lademeter. An Bord der MyStar gibt es 4 verschiedene Reiseklassen: die Standard Star Class, die verbesserte Comfort Class, die exklusive Business Lounge und die neuartige Platinum Lounge, die noch mehr Privatsphäre bietet. Außerdem hat die MyStar einen 2500 Quadratmeter großen Traveler Superstore, der sich über 2 Decks mit modernen Selbstbedienungsmöglichkeiten erstreckt, sowie 7 Restaurants, Cafés und Bars. Ein separates Kinderparadies, ein Bereich für ältere Kinder mit Spielgeräten, ein großer Wintergarten und ein Zwinger für Haustiere auf dem Fahrzeugdeck sind ebenso vorhanden. Der Neubau hat eine Dienstgeschwindigkeit von 27 Knoten und wird auf der Strecke Tallinn-Helsinki mit 6 Abfahrten pro Tag im Pendelverkehr zusammen mit ihrem Schwesterschiff eingesetzt. Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Woche das neueste Mitglied unserer Flotte und den hellsten Stern der Ostsee, die MyStar, in unserer Flotte begrüßen und aufnehmen können. Ihre mit Spannung erwartete Ankunft markiert den Beginn einer neuen Ära für die Strecke Tallinn-Helsinki, in der die Standards für den Kundenservice noch höher,
der Komfort für die Passagiere noch größer und die Nachhaltigkeit noch stärker in den Mittelpunkt unseres Betriebs gerückt sind. Seit wir im Februar 2020 mit dem Bau begonnen haben, hat sich die Welt stark verändert und es gab viele Herausforderungen auf unserem Weg. Wir haben diese Herausforderungen jedoch erfolgreich gemeistert und freuen uns, dass die Meister nun fertiggestellt ist. Wir heißen jeden willkommen, der ab dem 13. Dezember an Bord des Schiffes geht, sagt Paavo Nõgene, CEO der Tallink Group. Angetrieben wird die Meister von 5 MAN Dual-Fuel-Motoren, sodass ein Betrieb mit LNG möglich ist. Wenn du mehr über LNG als vermeintlich umweltfreundlichen Schiffstreibstoff erfahren möchtest, kannst du dir gerne die Folge Fernnews Zukunft zu LNG ansehen. Den Link dazu findest du in der Infobox oben rechts und in der Videobeschreibung. Die Kosten für die Meister belaufen sich auf rund 250 Millionen Euro. Der Neubau hat seinen Betrieb am 13. Dezember 2022 aufgenommen. TT-Line übernimmt zweiten Neubau. Die deutsche Ostseefährreederei TT-Line hat am 28. November 2022 ihr zweites mit LNG angetriebenes Greenship von der chinesischen Nanjing Yinling Werft übernommen. Das neue Schiff trägt den Namen Peter Pan und ist damit das 6. Schiff bei TT-Line, das diesen Namen erhält. Die Peter Pan der 5. Generation wird ab Januar nun als Tinkerbell für TT-Line in Fahrt bleiben. Erst im März dieses Jahres wurde mit der Niels Holgersson das erste der 2 sogenannten Greenships an die Lübecker Fährreederei abgeliefert und ist seit dem 26. April 2022 für TT-Line auf der Ostsee in Fahrt. Nach einer erfolgreichen Hochsaison mit unserem ersten Neubau, der 7. Niels Holgersson in der Geschichte von TT-Line, freuen wir uns nun umso mehr auf die baldige Indienststellung unseres zweiten Greenships, der neuen Peter Pan, so Geschäftsführer Bernhard J. Termühlen. Bereits wenige Tage nach der Ablieferung machte sich das Schiff auf die 49 Tage lange Reise Richtung Travemünde. Besonders ist hierbei, dass in China zunächst Fracht geladen wurde, die nach Nordeuropa transportiert wird. Die Vermeidung einer Leerfahrt hat somit einen bedeutenden positiven Effekt auf die Umweltbilanz der Jungfernfahrt. Nach Zwischenstopps in Singapur, Colombo auf Sri Lanka und Jeddah in Saudi-Arabien führt die Route durch den Suezkanal ins Mittelmeer. Im Hafen von Seebrugge wird die transportierte Ladung dann gelöscht und Ausstattungsequipment sowie Mitarbeiter aufgenommen, um Ausrüstungsarbeiten im Innern der Fähre durchzuführen und das Schiff für die erste kommerzielle Fahrt vorzubereiten. Schließlich führt die Route rund um Norddänemark nach Travemünde. Die beiden Greenships können als erste Fährschiffe in der südlichen Ostsee mit dem umweltschonenden Treibstoff LNG betrieben werden und sind für die Verwendung von Bio-LNG vollständig vorgerüstet. Außerdem sorgen ein energieeffizientes Klimatisierungssystem, eine vollständige Ausstattung mit LED-Leuchtquellen und ein Wärmerückgewinnungssystem der Motorwärme für einen minimalen Energieverbrauch. Der optimierte Schiffsrumpf, einschließlich eines speziell entworfenen Wulstbugs, führt unter Berücksichtigung des Geschwindigkeitsprofils der Schiffe zu einem niedrigen Kraftstoffverbrauch. Des Weiteren stehen den Reisenden Ladestationen auf den Wagendecks zur Verfügung, an denen E-Fahrzeuge bequem während der Überfahrt aufgeladen werden können. Auch für das Leben an Bord gilt nachhaltiges Handeln. Lokale Produkte aus Schweden, Vorbuchen von Mahlzeiten, auch um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, Mehrweggeschirr und nachhaltige Produkte im Bordshop sorgen für ein umweltschonendes Erlebnis. Die Peter Pan wird Mitte des ersten Quartals 2023 in den Dienst von TT-Line zwischen Swinemünde und Trelleborg aufgenommen. Das Schwesterschiff Niels Holgersson soll dann vornehmlich auf der Route Trelleborg-Travemünde-Rostock verkehren. Diese Angaben sind jedoch ohne Gewähr, da TT-Line in der Vergangenheit bereits des Öfteren ihre Schiffe je nach Buchungszahlen zwischen den einzelnen Verbindungen wechseln ließ. Hansa Destinations stellt Betrieb für 2023 ein. Am 15. Dezember veröffentlichte Hansa Destinations ein Statement auf ihrer Website, dass der Betrieb 2023 vorerst eingestellt wird. Hansa Destinations, ein Tochterunternehmen der Reederei AB Gotland, operiert seit knapp 1,5 Jahren auf der Route zwischen Rostock und Nynäshamn in Schweden, mit Zwischenstopp in Visby auf der schwedischen Insel Gotland. Dass die Route, die zuletzt mit der Drotten und der gescharterten Frachtfähre Iliana Marino betrieben wurde, 2023 vorerst nicht mehr bedient wird, begründet Håkan Johansson, CEO von Reederei AB Gotland, wie folgt. Wir betreiben die Linie seit fast 1,5 Jahren und haben seit einiger Zeit die Rentabilität und die Aussichten bewertet. Bei den derzeitigen Treibstoffkosten und den Herausforderungen, die wir hatten, um Frachtvolumen anzuziehen,
ist der Verkehr nicht rentabel und die Aussichten für 2023 gehen finanziell nicht auf. Wir haben keinen soliden Business Case. Das geringe Frachtaufkommen hat auch dazu geführt, dass der von uns angestrebte Umweltnutzen nicht erreicht wurde. Des Weiteren sagt er, wir glauben nach wie vor an einen Dienst zwischen Nynäshamn, Visby und Rostock, der den Warentransport von der Straße auf den Seeweg verlagert und auch eine direkte Verbindung für Passagiere zwischen Nynäshamn und Visby zum Kontinent darstellt. Durch die Verlagerung des Gütertransports können erhebliche Einsparungen für die Umwelt erzielt werden. Bei normalen Kraftstoffpreisen und einem positiven Interesse des Marktes werden wir die Wiedereröffnung der Strecke für 2024 in Betracht ziehen. Das Ziel von Hansa Destination ist es, sowohl mehr Fracht als auch mehr Passagiere auf dem Seeweg anstelle der Straße in die Stockholmer Region und nördlichere Gebiete Schwedens zu transportieren bzw. von dort zurück zum Kontinent. Dies wird dadurch ermöglicht, dass die Linie nicht den Kontinent mit etwaigen Häfen wie Trelleborg oder Ystad in Südschweden verbindet, sondern Südschweden und den dortigen Straßentransport überspringt und weiter nördlich Nynäshamn direkt südlich von Stockholm anläuft. Die letzte Überfahrt der Eliana Marino endete bereits am 18. Dezember mit Ankunft in Rostock. Die Drotten wird den Betrieb dann am 4. Januar mit Ankunft in Nynäshamn einstellen. Alle Reisenden, die für nachfolgende Abfahrten bereits eine Überfahrt gebucht haben, bekommen ihr Geld vollständig zurückerstattet. Color Viking an Seajets verkauft. In der November-Ausgabe Fernnews Aktuell berichteten wir über den angestrebten Verkauf der Color Viking von Colorline. Nun hat sich bereits ein Käufer gefunden. Die Color Group ASA hat den Verkauf der Color Viking an die griechische Reederei Seajets bestätigt. Das Schiff wird derzeit in Odense in Dänemark repariert und umlackiert und soll Ende Februar 2023 an Seajets übergeben werden. Ab Frühjahr 2023 soll es dann zwischen Piräus und den westlichen Kykladen, einer griechischen Inselgruppe, in Fahrt gehen. Die Color Viking ist 137 Meter lang und hat eine Kapazität für 1700 Passagiere und 370 Autos. Sie war 23 Jahre lang für Colorline im Einsatz und befand sich seit 2001 im Besitz des Unternehmens. Der Verkauf erfolgt zu Marktbedingungen mit einem Preis über dem Buchwert. Erste Fähre mit Flüssigwasserstoffantriebszellen. Ballard Power Systems hat 2 seiner DNV-Typ geprüften 200 kW FC Wave Module erfolgreich auf der Fähre Hydra von Norled AS installiert. Die Hydra, deren erste Seeerprobungen nun begonnen haben, wird daher nun als erste Fähre der Welt mit PEM-Brennstoffzellen betrieben, die mit flüssigem Wasserstoff arbeiten. Die ca. 82 Meter lange und 17,5 Meter breite Fähre wurde bereits letztes Jahr an Norled übergeben. 300 Passagiere und 80 Pkw können auf der Doppelendfähre transportiert werden. Die Fähre wird auf der Route Hjelmeland-Spiekarvik-Nefsvik in einem der Ausläufer des Boknafjords in Norwegen verkehren. Durch den Wasserstoffantrieb sollen die Kohlenstoffemissionen um 95% reduziert werden. Fjordine testet elektrische Fähren im Tysfjord. Mit der Übernahme der Fährverbindung im Tysfjord zum 1. Dezember 2022 wurde Fjordine vertraglich zum Einsatz elektrischer Fähren verpflichtet. Da sich jedoch die Verlegung eines Stromkabels zum Anleger in Borgnes verzögert, wird die Reederei erst ab Herbst 2023 die 14,8 Kilometer lange Strecke erstmalig rein elektrisch betreiben. Dann wird dies die längste Fährroute sein, die rein elektrisch bedient wird. Eingesetzt werden sollen im Tysfjord auf verschiedenen Routen die 3 auf elektrischen Antrieb umgebauten Schiffe Lote, Glutra und die im neuen Jahr fertiggestellte Fannefjord. Der neue Vertrag zwischen Fjordine und Statens Vegvesen läuft bis 2032. P&O Pioneer of Sea Trials. Die erste der 9 Doppelendfähren für P&O Ferries hat die ersten Sea Trials absolviert. Die P&O Pioneer wird zusammen mit ihrem in Bau befindlichen Schwesterschiff P&O Liberté die Strecke zwischen Dover und Calais bedienen. Die P&O Pioneer wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 in Dienst gestellt, während ihr Schwesterschiff im 4. Quartal folgen wird. Beide Schiffe werden auf der chinesischen GSI-Werft gebaut und wurden von der dänischen OSK Shiptech entworfen. Sie sind 230,5 Meter lang, 30,8 Meter breit und bieten Platz für 1500 Passagiere sowie Fracht auf 2658 Lademetern. Die beiden Schiffe
werden die größten Fähren sein, die jemals zwischen Dover und Calais verkehrten. Die Bauweise als Doppelendfähren ermöglicht kürzere Umschlagzeiten in beiden Häfen, da die Schiffe über 2 Brücken an beiden Enden des Schiffes verfügen. Beide Schiffe werden für 220 Millionen britische Pfund gebaut. P&O Ferries hat außerdem die Option, 2 weitere baugleiche Schiffe zu bestellen. Die beiden Neubauten werden mit einem Diesel-Batterie-Hybrid-Antriebssystem ausgestattet sein, das sowohl 4 Dieselmotoren als auch eine 8,8 Megawattstunden Batterie umfasst. Jede Fähre wird eine Dienstgeschwindigkeit von 20,8 Knoten haben. Stena Line erweitert Irland-Frankreich-Angebot. Stena Line hat die Erweiterung ihres Irland-Frankreich-Fährdienstes auf der Strecke Rosslare-Cherbourg durch die Stena Vision angekündigt. Mit der Aufnahme des Stena Vision in die Irland-Frankreich-Route bietet Stena Line neben dem bereits auf der Route verkehrenden Schiff Stena Horizon eine erhebliche Kapazitätserweiterung. Durch die Stena Vision wird die Frequenz auf der Strecke ab Juni 2023 auf 6 Abfahrten pro Woche erhöht. Das neue Schiff bietet Platz für 1300 Passagiere in 485 Kabinen sowie bis zu 120 Lkw oder 440 Pkw. Die früher auf der Route Kiel-Göteborg als Stena Germanica verkehrende Stena Vision kommt frisch aus der Ostsee, wo sie auf der vielbefahrenen schwedisch-polnischen Strecke Karlskrona-Gdynia eingesetzt wird. Sie wird Anfang nächsten Jahres durch den neuen, größeren E-Flexer Stena Ebba von Stena Line ersetzt werden. Ab nächstem Jahr werden mit dem Abgang der Stena Vision auf der Strecke Gdynia-Karlskrona dann folgende 3 Fähren eingesetzt: die Stena Estelle, Stena Ebba und Stena Spirit. Damit kann Stena Line Schiffe und Besatzungen möglichst effizient einsetzen und Frachtkunden und Passagieren einen optimalen Fahrplan und eine optimale Kapazität bieten. Neben den beiden kombinierten Fracht- und Passagierfähren verkehrt mit der gescharterten Seatrack Panorama ebenfalls noch eine reine Frachtfähre auf der Relation zwischen Irland und Frankreich. Holyhead soll Freihafen werden. Stena Line und der Grafschaftsrat von Anglesey in Nordwales haben ihre Absicht bekannt gegeben, eine umfangreiche Bewerbung für einen Freihafen bei der britischen und der walisischen Regierung einzureichen. Stena Line verspricht sich durch die Schaffung eines Freihafens in Holyhead, dem zweitgrößten Hafen des Landes, große ausländische Investitionen. Holyhead gilt als internationales Tor nach Irland über die Irische See und ist ein wesentlicher Bestandteil der Landbrücke zwischen Großbritannien und der EU. Ein Freihafen behandelt eingeführte und weiterverschiffte Ware umsatzsteuerlich so, als würden die Waren nicht ins Land eingeführt werden, was die administrativen Pflichten vereinfacht. Wenn die Bewerbung erfolgreich ist, wird die Wirtschaft in Holyhead voraussichtlich wieder das Handelsniveau von vor dem Brexit erreichen und das Gebiet als Drehscheibe für Innovation im Handel und für saubere Energie festigen, mit branchenführenden Initiativen entlang der Küste, die das Vereinigte Königreich auf dem Weg zu seinen Net Zero Objectives, den Netto-Null-Emissionen, die die Vereinten Nationen als Ziel ausgeben, unterstützen. Stena Line investiert somit massiv in den Hafen von Holyhead. Bereits in der September-Ausgabe Fairnews Aktuell haben wir darüber berichtet, dass Stena Line ein 213 Hektar großes ehemaliges Fabrikgelände in Holyhead gekauft hat, um den Hafen weiter auszubauen. Es bleibt also spannend, wie Stena Line ihre Stellung in der Irischen See und insbesondere in Nordwales festigen wird. Corsica Linea übernimmt Agaliota. Bereits in der September-Ausgabe von Fairnews Aktuell haben wir von der Agaliota berichtet. Es handelt sich hierbei um die erste Fähre der neuesten LNG-betriebenen Version der bewährten Visentini-Klasse. Nun wurde die Fähre offiziell an die Reederei Corsica Linea übergeben. An Bord finden 650 Passagiere Platz. 3 Fahrzeugdecks weisen auf 2560 Spurmetern Kapazitäten für Lkw und Pkw auf, hinzu kommt noch ein Extradeck für ca. 150 Pkw. Eingesetzt werden soll die Fähre zwischen Marseille in Südfrankreich und Bastia und Ajaccio auf der französischen Insel Korsika. Ein weiteres Schiff dieser Klasse soll ab 2024 die Flotte von Polferries ergänzen. Mehr dazu in der August-Ausgabe von Fairnews Aktuell. Aufschwimmen der Moby Legacy. Die Moby Legacy ist die zweite von 2 baugleichen Neubauten für Moby Lines, die von der Guangzhou Werft in China geliefert werden.
Während ihre Schwester, die Moby Fantasy, bereits mit der Seeerprobung begonnen hat und ab März 2023 zur Flotte von Moby hinzustoßen soll, hat die Moby Legacy nun das Trockendock zum ersten Mal verlassen und wird nun ausgerüstet. Die beiden Schwestern gehören zu den größten Fähren der Welt. Sie haben eine Länge von 237 Metern, eine Breite von 32 Metern, eine Kapazität von 2500 Passagieren und sind mit 550 Kabinen ausgestattet. Princess Anastasia heißt nun Moby Orly. Eine weitere Nachricht die Reederei Moby betreffend. Die Princess Anastasia war zuletzt zusammen unter der russischen St. Peter Line und Moby Lines zwischen Schweden, Finnland, Estland und Russland im Einsatz. Dabei wurden die Häfen Stockholm, Helsinki, Tallinn und St. Petersburg angelaufen. Der Vorteil der St. Peter Line bestand darin, sich im Rahmen dieser Mini-Kreuzfahrt visafrei in Russland aufhalten zu können. Zudem wurde die Völkerverständigung unterstützt. Während der Corona-Pandemie lag die Fähre die meiste Zeit in Russland auf. Bereits im Juni hat Moby Lines das Schiff aus der Ostsee abziehen lassen und ins italienische Messina verlegt. Nun ist bekannt, dass das Schiff in Moby Orly umbenannt werden und im Mittelmeer für Moby eingesetzt werden soll. Die ca. 179 Meter lange und 28 Meter breite Fähre wurde 1986 als Olympia für die finnische Viking Line als Schwesterschiff der Mariella, welche vor einem Jahr von Viking Line an Corsica Sardina Ferries verkauft wurde und seitdem als Mega Regina im Mittelmeer verkehrt, gebaut. Sie hat 1115 Spurmeter für Fahrzeuge und eine Kapazität für 2500 Passagiere. Was aus der russischen St. Peter Line geworden ist, ist uns derzeit nicht bekannt. Die letzte Pressemeldung geht auf Anfang 2020 zurück, in der es heißt, dass Moby St. Peter Line ab 2021 ein zweites Schiff einsetzen darf. Durch den Ukraine-Krieg haben sich die Beziehungen mit Russland zudem bekanntlich drastisch verschlechtert. Auf eine Nachfrage beim Moby St. Peter Line, ob dennoch Pläne für die Zukunft vorliegen, erhielten wir bislang keine Antwort. Konstruktionsstart für GNV-Neubau. Auf der chinesischen Guangzhou-Werft hat die Konstruktion für die erste von 2 neuen Fähren für die italienische Reederei Grandi Navi Velluci, kurz GNV, begonnen. Die Fähre wird eine Länge von 218 Metern, eine Breite von ca. 30 Metern und 3100 Spurmeter aufweisen. Die Dienstgeschwindigkeit soll 25 Knoten betragen. Insgesamt sollen 1500 Passagiere transportiert werden können. 299 Kabinen und eine großzügige Innenausstattung sollen Unterkunft und Entertainment bieten. Diese ersten beiden Fähren sollen mit diversen zur Emissionsreduzierung dienenden Systemen und Energiesparsystemen ausgestattet werden. In Zukunft sind außerdem noch 2 weitere Einheiten geplant, die auch mit LNG betrieben werden sollen. Wenn ihr mehr zum Thema LNG als alternativen Kraftstoff wissen wollt, schaut dazu gerne unser Fernnews Zukunft Video zu diesem Thema. Levante Ferries stellt Betrieb zwischen Griechenland und Türkei während des Winters ein. Bereits in der Oktober- und der November-Ausgabe von Fernnews Aktuell haben wir über die neue Fährverbindung zwischen Thessaloniki in Griechenland und Izmir in der Türkei informiert. Und auch über die auf der Strecke eingesetzte Fähre, die Smyrna di Levante, findet ihr auf unserem Kanal ein Video mit exklusiv von Levante Ferries bereitgestelltem Bild- und Videomaterial. Nachdem die Abfahrten auf der erst im Oktober gestarteten Verbindung im November reduziert wurden, wurde die Strecke am 4. Dezember nun für den gesamten Winter stillgelegt. Wir vermuten, dass dies an einem derzeit geringen Nachfragebedarf liegt. Laut Reederei waren die 2 Betriebsmonate jedoch sehr hilfreich, um sich auf die nächste Saison nächstes Jahr einzustellen. Der Fahrplan für die kommende Saison soll später bekannt gegeben werden. In den 2 Monaten Betriebszeit wurden 40 Abfahrten absolviert und der Grundstein für eine nahtlose Verbindung für Passagiere und Fracht zwischen Griechenland und der Türkei über den Seeweg gelegt. Flottenzuwachs für Golden Star Ferries. Die griechische Reederei Golden Star Ferries hat bekannt gegeben, dass sich im April 2023 eine neue Fähre der Flotte anschließen wird. Die Fähre wird den Namen Andros Queen tragen. Golden Star Ferries hatte die Fähre bereits im März der japanischen Reederei Kawasaki Kinkai Kisen abgekauft, welche sie als Silver Queen innerhalb Japans zuletzt auf der Route zwischen Muroran auf der Insel Hokkaido und Miyako auf der Insel Honshu eingesetzt hatte. Die 1998 in Dienst gestellte Fähre hat eine Gesamtlänge von 134 Metern und eine Breite von 24 Metern. Zuletzt standen 828 Spurmeter für Fahrzeuge zur Verfügung,
sowie Platz für 600 Passagiere. Nun soll die Fähre umfangreich umgebaut werden und die Passagierkapazität auf 1200 erhöht werden. Die Spurmeteranzahl wird durch den Umbau jedoch erheblich reduziert werden. Eingesetzt werden soll die Fähre auf der Route Rafina, Andros, Tinos, Mykonos. Somit geht nun auch für Fairnews das Jahr 2022 mit einer XXL-Folge Fairnews aktuell zu Ende. Wir möchten die Möglichkeit nutzen, uns ganz herzlich bei jedem einzelnen von euch für deinen Support dieses Kanals zu bedanken. Ohne euch würde es diesen Kanal so auf jeden Fall nicht geben. Wir haben es ja bereits umfassend angekündigt. Als Dankeschön zu Weihnachten möchten wir gerne ein kleines Überraschungspaket von Fairnews verlosen. Doch bevor wir dazu kommen, haben wir noch ein Anliegen. Wenn ihr uns eine große Freude zu Weihnachten machen wollt und ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt dies jetzt nach. Damit unterstützt ihr uns mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Und wenn ihr den Kanal schon abonniert habt, dann erzählt gerne anderen Fair-Interessierten von diesem Kanal und schickt ihnen unsere Videos weiter. Je mehr Interesse an unseren Projekten besteht, desto mehr neue Videos können wir für euch produzieren. Nun möchten wir euch aber nicht mehr länger warten lassen. 24 Personen möchten heute gerne ein weiteres Weihnachtsgeschenk erhalten und haben dafür insgesamt über 170 Kommentare verfasst. Das ist schon echt beeindruckend. Aber nun schmeißen wir das Glücksrad an und bestimmen den glücklichen Gewinner. Und wir freuen uns sehr, Ferry Captain VSF als Gewinner der Verlosung bekannt geben zu dürfen. Wir haben unter diesem Video einen Kommentar angepinnt und bitten dich nun, dort einmal deine Mailadresse zu kommentieren, sodass wir dich für die Gewinnübermittlung kontaktieren können. Allen anderen danken wir herzlichst für ihre Teilnahme und versprechen euch, dass es noch weitere Gelegenheiten geben wird, etwas von Fairnews zu gewinnen. Nun wünschen wir euch allen aber Ferry Christmas, einen guten Rutsch und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023. Wir sehen uns im Januar wieder und freuen uns schon auf die gemeinsamen Projekte mit euch im neuen Jahr. Wenn du über die Feiertage noch eine gute Beschäftigung suchst, kannst du dir hier rechts noch alle bisher ausgestrahlten Folgen Fairnews aktuell ansehen. Oder du guckst dir eines unserer anderen Formate an. Viel Spaß dabei und bis bald!